Hallo, ich bin Konstanze. Herzlich willkommen hier in der ehemaligen Pferdewechselstation von Hetzerath. Dort drüben wurden die Pferde gewechselt und wir wohnen hier in dem ehemaligen Verwaltungs- und Wohngebäude. Kommt doch einfach mal gucken. Wir sind jetzt hier in unserer Küche. Die Küche haben wir so eingerichtet, dass wir uns hier eigentlich auch frei bewegen können, dass nicht zu viel in der Gegend rumsteht und dass wir vor allen Dingen auch tiefe, große Arbeitsplatten haben. Das ist uns sehr wichtig. Helligkeit ist auch wichtig und vor allen Dingen genießen wir auch sehr, sehr den Blick nach außen, zu der Scheune in den Garten. Das ist auch ein kleiner Traum. Was hier ein bisschen raussticht, ist die Malereien, die wir hier haben stehen lassen. Das ist ein Küchenstillleben. Und parallel dazu habe ich hier so eine kleine Collage. Das sieht ein bisschen durcheinander aus, aber das sind mindestens 8 Farbschichten. Und das ist ein schönes Fenster auch in die Geschichte. Die haben hier alle paar Jahre eine neue Gestaltung gemacht in diesem Raum und man sieht auch an diesen Malereien, dass sie doch sehr hochwertig sind. Dann haben wir hier auch noch ein Stück Fliesenboden, den wir erhalten konnten. Das hängt damit zusammen, dass wir hier auch einen Ofen stehen hatten ursprünglich mal. Es war ja eine Küche. Die sind ein bisschen kaputt. Hier wurde da mal Holz gehackt und dann sind die Fliesen kaputt gegangen und wir lassen das auch dann so stehen als Zeitzeichen. Hier haben wir einen Durchbruch gemacht, um die beiden Räume miteinander zu verbinden. Jetzt stehen wir hier in unserem Esszimmer. In diesen beiden Räumen findet gerade im Winter unser Leben statt. Wir haben hier auch eine Fußbodenheizung und eine Wandheizung und können das hier auch warm halten einigermaßen. Das ist jetzt eine Schablonenmalerei, die ich rekonstruiere sozusagen. Ich habe die Schablone hier abgenommen von den alten Wänden. Dieses Muster war wirklich im ganzen Raum. Also das muss man sich halt mal vorstellen, was das auch für ein Eindruck gewesen sein muss. Na, stand sie. Wir wohnen hier zu zweit, mein Mann, der Daniel und ich, mit der Finja. Und wir haben das Objekt hier gekauft und gemeinsam im Laufe der Jahre saniert und arbeiten hier auch immer noch weiter. Es war Augen zu und durch. Das war eine richtige Knochenarbeit. Im Erdgeschoss haben wir 4 Zimmer, 40 cm tief ausgekoffert, Lehmstein, Lehm, fester Lehm mit der Spitzhacke und mit Schubkarre hier rausgeschleppt. Und wenn wir jetzt daran denken, dann denken wir nur so, boah, was hat man da geleistet? Ne? Würden wir das nochmal machen? Wahrscheinlich schon. Wir sind ja auch Kunsthistoriker und wir haben schon so eine starke Affinität zu dem Historischen, ist logisch. Ne? Und gerade auch Leute, die sich gerne mit Geschichte und Kunst auseinandersetzen, ist so ein Bauwerk sehr interessant. Dann zeige ich euch jetzt mal das Haus. Wir machen einen kleinen Rundgang. Wir gehen jetzt mal in den Flur. Das war ja ein sehr repräsentativer Eingangsbereich, muss man sagen. Wir gehen davon aus, dass das hier so eine Art Verwaltungsetage war. Die Kutscher, die ihre Pferde hier abgegeben haben, dass die sicherlich hier rein mussten. Der Boden, das ist ein Terrazzo-Boden. Das ist auch eine wirklich historische Art, den Boden zu gestalten. Das sind lauter kleine Kieselsplitter und die werden dann verdichtet. Und auch, dass man jetzt hier diese Muster hat, das ist auch schon was sehr Besonderes. Das ist auch sehr gut erhalten und wurde auch immer von den Vorbesitzern sehr gut gepflegt. Auch hier eine sehr hochwertige Wandmalerei, das ist eine sehr aufwendige Schablonentechnik und hier sieht man auch schon verschiedene Schichten. Also ich lege das alles noch frei mit dem Skalpell und deshalb bin ich noch nicht fertig, weil das sehr aufwendig ist. Also ich muss wirklich Schicht für Schicht hier abkratzen, um so viel wie möglich zu erhalten. Wir gehen jetzt ins Wohnzimmer, in unser heutiges Wohnzimmer. Wir haben hier den Boden selber gelegt
Und das Holz ist hier auch schön aus der Eifel, Parkett aus der Eifel. Und wir haben die Reste zum Beispiel dann genutzt, um die Fensterbänke hier zu gestalten. Und die Fenster sind auch nach Denkmalstandards. Wir mussten bestimmte Sprosseneinteilungen einhalten. Wir haben hier eine Schallisolierung auch, weil die Straße ist sehr laut. Wir haben hier sehr viel Verkehr leider. Wenn wir uns hier weiter bewegen in dem Raum, sehen wir da hinten einen Wandschrank. Das ist noch einer von wenigen Wandschränken, die hier im Haus auch waren. Den werden wir aber auch noch restaurieren, um ihn nochmal richtig schön erstrahlen zu lassen. Wir gehen davon aus, dass das hier vielleicht mal ein Gastraum war, weil wir haben hier jetzt eine kleine Durchreiche in die Küche, die wir hier gleich noch sehen werden. Und das ist schon ein ganz deutliches Indiz, dass man eben gekocht hat und dann hier das Essen durchgereicht hat. Der Raum hier war die Schwarzküche. Hier hatten wir also offene Feuerstellen früher. Hier wurde gekocht. Deshalb heißt das auch Schwarzküche, weil natürlich hier alles verrußt war und schwarz geworden ist. Und später hat man dann auch hier nochmal einen richtigen Ofen eingebaut. Wir haben hier auch noch den alten Sandsteinboden belassen, weil der schon auch was Besonderes ist. Allerdings ist der ein bisschen kaputt. Es ist ja sehr aufwendig, den auch zu restaurieren. Wir müssen die Platten irgendwann mal ergänzen oder austauschen und haben jetzt erstmal einen Teppich drüber gelegt. Aber wir wollen ihn trotzdem erhalten. Ja, und dann haben wir hier zum Beispiel noch einen alten Spülstein. Der war auch komplett mit einer Art Zementmasse zugekleistert, muss man einfach sagen. Und der Daniel hat das dann auch wirklich in mühseliger Arbeit alles freigelegt, dass wir den auch noch mal zeigen können, wie das hier von der Küchensituation her war. Heute ist dieser Raum unser Gästezimmer. Wir haben ja eine kleine Bibliothek eingerichtet, in einem auch ehemaligen Wandschrank. Und ja, hoffen, dass unsere Freunde und Gäste sich hier wohlfühlen. Wir hängen sehr an dieser Tür und wir sind ganz begeistert und lieben diese Tür, weil der Restaurator hat die wirklich perfekt restauriert. Wir haben eine Innenfläche und wir haben eine Außenfläche und der Restaurator hat hier jetzt einen Holzkern eingebaut, damit die Tür auch wirklich dicht ist, weil wir hatten hier ein ganz großes Problem mit Zugluft. Das, was alles eben an Substanz noch erhaltenswert war, hat er erhalten und das war sehr viel. Er hat es sehr gut gemacht. Er hat in kleinen Details hier ein paar Ergänzungen gemacht. Man kann also wunderbar an dieser Tür ablesen, was neu ist und was alt ist. Und das ist auch das genauso, wie wir auch dieses Haus hier erhalten wollen, dass man nur wirklich reduziert Ergänzungen und Neuerungen macht. Ja, das war ja nicht immer hier eine Pferdewechselstation. Irgendwann kam ja auch die Straße, die Pferde wurden nicht mehr benötigt, die Kutschen. Und dann ist hier eine Familie hingekommen, die hat hier eine kleine Landwirtschaft errichtet. Wir sehen eben hier noch die alten Wirtschaftsgebäude und noch eine kleine Scheune. Und hier im gesamten Hof und im Gartenbereich, ja, da halten wir uns im Sommer überwiegend auf. Wir sind im Sommer fast nur draußen. Wunderbar, unsere große Scheune hier. Deshalb steht das Ganze auch nochmal unter Denkmalschutz, weil man diese Art der Gestaltung sehr selten findet. Die Scheune ist jetzt so gestaltet wie eine kleine Kirchenfassade. Das ist also schon was ganz Besonderes. Hier sind dann durch die Toreinfahrt früher die Kutschen hier reingefahren und da wurden dann entsprechend auch die Pferde gewechselt. Und deshalb haben wir ja auch hier die Pferdewechselstation. Wir sehen jetzt hier ja auch überall so Schlitze in den ganzen Wänden. Die waren dafür da, natürlich auch Licht hier reinzutragen, auf der anderen Seite aber auch eine Lüftung zu haben. Wir wollen schon dem Gebäude wieder eine Bedeutung geben und das auch wieder lebendig machen. Sie bietet viele Möglichkeiten, was zu machen. Wir sind doch noch so ein bisschen im Gestaltungsprozess. So, wir gehen jetzt mal ins Obergeschoss. Man sieht auch schon hier, die Treppe ist auch noch zu restaurieren. Da haben wir noch ein gutes Stück Arbeit vor uns. Und man sieht auch, dass sie schön lange schon benutzt worden ist.
Und hier ist unser Fußboden im Flur, den haben wir so belassen, wie er ist. Wir sind ja froh um jedes Detail, was Sie erhalten können. Wir haben den einfach nur abgeschliffen und mit Hartwachsöl behandelt, damit er schön noch konserviert wird. Ich zeige euch jetzt noch ein Schlafzimmer. Das Bett, das habe ich schon über 25 Jahre und hat mehrere Umzüge auch schon durchgemacht und ich liebe einfach diese Höhe. Zumal ich bin in diesen Raum gekommen und habe gedacht, so, das muss ein Schlafzimmer werden, dass man den Blick hier genießen kann. Das macht dann schon Spaß, wenn man die Scheune sieht und ich schön in den Garten gucken kann. Ich kann die Vögel beobachten. Ja. So, wir gehen jetzt ins Badezimmer. Ich liebe diese Tür. Die Türen werden alle hier so gemacht auf dieser Etage. Und mein Traum war es immer, einen Holzfußboden im Badezimmer zu haben. Und hier konnte ich mir diesen Traum verwirklichen. Ein zweiter Traum von mir war, ein Tadelakt-Bad zu haben. Das ist die sogenannte marokkanische Tadelakt-Technik, die ist sehr aufwendig. Man hat ja eine Kalkglätte-Technik, die verdichtet wird mit einem kleinen Achat und das ist dann doch sehr mühselig und zeitaufwendig, aber ich wollte es immer haben. Ich finde das wunderschön, auch von der Haptik her. Die alte Leiter haben wir auch in der Scheune gefunden und haben gedacht, komm, die kann man ja noch mal wiederverwenden. Und da hängen jetzt die Handtücher drüber. Und wir haben jetzt hier auch überall noch mal Lehmputz und mit einer Wandheizung und auch mit Lehmfarbe gestrichen. Und ja, als kleines Detail noch hier den Hahn, den haben wir einfach stehen lassen. Das ist einfach nur ein kleiner Gag, der funktioniert nicht mehr. Dann gehen wir mal weiter. Hallo Finja. Man kann schon sehen, dass es hier so eine Art Belle Etage ist. Also es ist immer so die edelste, bestgelegenste Etage in einer Wohnung. Ein besonderer Raum, der wirklich hier hervorsticht, gerade durch seinen Boden. Also das muss irgendwas auch wieder Repräsentatives gewesen sein. Sonst hätte man hier so einen aufwendig gearbeiteten Boden nicht eingebracht. Den haben wir auch abgeschliffen und einfach nochmal behandelt, dass er geschützt ist und konnten ihn auch so wunderbar erhalten. Hier befinden wir uns in unserem Arbeitszimmer. Wir haben viel Licht und ich erfreue mich einfach sehr an diesen historischen Bezügen, an dem schönen Boden. Es ist schon ein Privileg, wenn man in so Räumlichkeiten leben darf. Wir gehen davon aus, dass das hier tatsächlich vielleicht auch so eine Art Esszimmer war mit einer großen Tafel vielleicht, wo man sich getroffen hat. Ganz deutlich ist das daran zu erkennen, diese Wand hier, die wurde versetzt. Wir haben hier also den übergehenden Boden, der geht bis hier hindurch. Das heißt, das war wirklich mal ein großer Raum mit 3 Fenstern. Das Bett, das hat der Daniel aus einem Container gerettet in seinen Jugendjahren und so bewahrt. Und ja, dann haben wir hier noch, hat er sein Schlagzeug hier stehen, weil er auch hobbymäßig Schlagzeug spielt. Wir haben uns in dieses Haus verliebt. Dieses Haus hat eine Seele, es hat eine Geschichte und wir lieben es einfach, auch in dieser Geschichte zu leben. Da schwingt auch wirklich ein Stück Ehrfurcht mit vor dem, was auch dieses Gebäude ja auch vielleicht alles erlebt hat. Ne? Wer hat hier gewohnt und wie viele Kriege haben solche Gebäude überstanden? Die Qualität der Materialien und diese Liebe am Detail, die man auch hier spürt, in jeder Ecke, das schätzen wir einfach sehr und das gibt einem wirklich so ein ganz individuelles, persönliches Gefühl des Wohnens, so eine starke Verbindung irgendwo. So, das war die Führung durch unser Haus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust auf mehr habt, dann schaut doch mal hier unten, abonniert den Kanal, wenn ihr wollt, oder schaut hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!